In diesem Video zeige ich Pfronten, eine romantisch gelegene Gemeinde im Herzen des Allgäus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Wir blicken hier auf den Ortskern der Gemeinde Pfronten. Im Hintergrund kann man die beginnende Allgäuer Alpenlandschaft mit dem Pfrontener Hausberg Breitenberg erkennen. Auf dem bewaldeten Berg in der Mitte des Bildes befindet sich die Burgruine Falkenstein, die höchste Burgruine Deutschlands und beinahe Ort vom nächsten Märchenschloss des sagenhaften Königs Ludwig II. Pfronten liegt im Südwesten von Bayern, direkt an der Grenze zu Tirol in Österreich. Sie wird auch als 13-Dörfer-Gemeinde bezeichnet, denn sie bildet seit dem Spätmittelalter eine einzige Pfarrgemeinde. So kommt es hier zu der Besonderheit, dass es einen Ortsteil namens Pfronten gar nicht gibt. Dies ist lediglich der Name des Gemeindezusammenschlusses. Der Name Pfronten leitet sich vermutlich vom romanischen Namen Frontone ab, was große, gewaltige Stirn bedeutet und aller Wahrscheinlichkeit nach die Stirn der Alpen bezeichnen sollte. Dies könnte auf den direkt hinter ihr liegenden Breitenberg hindeuten. Einer der schönsten Aussichtspunkte innerhalb des hügeligen Ortsgebietes ist der auf dem Hörnle, direkt hinter der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus im Ortsteil Berg. Den Aufstieg auf diesen kleinen Hügel kann ich nur empfehlen, wenngleich die Verlockung groß ist, ihn mit falschem Schuhwerk anzutreten. Man ist ja augenscheinlich mitten im Gemeindegebiet. Von hier oben hat man eine wunderschöne Weitsicht über die Gemeinde hinaus, aber auch auf die markante und wunderschöne Pfarrkirche. Im 17. Jahrhundert erfolgte die Grundsteinlegung für die heutige Kirche. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dann der elegante Bildhauerturm hochgezogen. Der Bau der heutigen Kirche war eine Gemeinschaftsleistung von Pfrontener Künstlern und Handwerkern. Die Decke des Langhauses wird von einem Fresko einer riesigen Scheinkuppel geschmückt. Der Kirchenpatron, der heilige Nikolaus, schwebt im Zentrum zum Himmel empor, wo er von Maria, Josef und der heiligen Dreifaltigkeit empfangen wird. Sein Buch mit den 3 goldenen Kugeln tragen ihm 2 Engel nach. Im Übergang zum Altarraum hängt eine große Uhr, falls die Predigt mal wieder etwas länger werden sollte. Das Innere der Kirche ist wahrlich beeindruckend. Die einzelnen Kirche steigen leicht an, je weiter man hinten sitzt, sodass man beim Blick auf den Altarraum es leichter hat. Die Kirche ist im frühklassizistischen Stil gehalten. Der Hochaltar trägt mit seinen Skulpturen und Putten Elemente des Rokoko. Es ist eine typische Kirche, wie man sie oft in Bayern findet. Man spürt beim Aufenthalt in ihr, dass hier der katholische Glaube noch intensiver praktiziert wird als an anderen Orten in Deutschland. Die Kirche St. Nikolaus ist auf jeden Fall ein richtiger Blickfang. Sowohl ihr Inneres als auch ihre äußere Fassade geben dem Ort eine schon aus der Ferne auffällige Sehenswürdigkeit. Pfronten wird vom Fluss Vils durchflossen. Seine teils tosenden Wassermassen, besonders nach der Schneeschmelze, übertönen so manchen Straßenlärm, der sich ergeben könnte. Man hört das Wasser auch im angrenzenden Kurpark, dort zum Glück aber nur noch als Hintergrundgeräusch und es hilft bei der Entspannung. Eines der auffallendsten Gebäude im Kurpark ist die historische Hammerschmiede. Sie geht auf einen Familienbetrieb von mindestens 400 Jahren zurück. Nachdem die ursprüngliche Hammerschmiede Anfang des 20. Jahrhunderts durch ein Hochwasser zerstört wurde, erfolgte 1928 mit dem Neubau an heutiger Stelle eine Standortverlagerung. Hierfür war es notwendig, das Wasser aus dem Fluss für etwa 400 Meter umzuleiten. Im Kurpark von Pfronten findet man eine kleine Open-Air-Bühne, auf der besonders im Sommer in entspannter Atmosphäre kleinere Konzerte abgehalten werden können. Im Park verteilt findet man die eine oder andere künstlerische Skulptur, über Geschmack lässt sich streiten, sowie ein kleiner Teich mit Bänken. Freunde des Kneipens kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten, denn es gibt ein schön gelegenes Kneippbecken für die Füße, als auch nebenan für die Hände und Arme. Hier kann man gemütlich etwas sitzen oder seinem Nachwuchs die Windeln wechseln. Wenn du
dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.